Wassertanks voll, Müll entsorgt, Wäsche gewaschen. So verlassen wir nach 2 Tagen diesen echt komfortablen Campingplatz südlich von Guernsey, um unsere Reise nach Osten weiterzuführen. Soll ich jetzt gleich links zu der Tankstelle fahren oder also hier kommt eine Tankstelle? Kannst auch, können auch die nächste holen auf unserem Weg. Unseren ursprünglichen Plan, einfach nur nach Osten zu fahren, bis wir auf die N17 treffen und dieser dann straight away nach Süden zu folgen, haben wir mal wieder verworfen. Wir haben uns kurzfristig für die N4 entschieden, die in südöstlicher Richtung geht und werden jetzt über Messures und Anouilh nach Goafa fahren, um dort mit vollem Tank unsere Outdoor-Touren zu starten. Noch 10 Kilometer bis zum Stellplatz. Sieht sich gerade gut zu, sieht nach Regen aus. So, am Stellplatz angekommen. Es wird jetzt hier auch wirklich leichter, weil hier ist halt alles nichts, ne? Um uns herum. Fängt langsam an, so ein bisschen wüstig zu werden, ne? Ich find's geil. Einer der schönsten Stellplätze, die wir ever hatten. Ich finde es mega. Den Blick da hinten auf die Berge. Traumhaft. Top. Ordentliches Gewitter mit richtig viel Regen und Wind.
Laut Wetterradar soll es 7 Uhr vorbei sein. Das wären ungefähr 2 Stunden. Bis dahin lassen wir uns noch ein bisschen durchschuckeln. Ja, das ist jetzt schon auch Hagel mit dabei. Wir hatten gerade noch überlegt, ob wir nicht doch nach unten umparken gehen. Aber jetzt ballert das hier raus. Ich kriege überhaupt eigentlich gar nicht mehr die Leiter irgendwie vernünftig ab. So, wir harren das jetzt aus und hoffen, dass die Hagelkörner nicht größer werden. Wir ziehen um. Wir ziehen eine Etage tiefer ein. Es regnet nicht mehr, jetzt kannst du rein. Alter. Stormy weather. Ja, ne? Eigentlich hat man es schon so schön gemütlich gemacht, Petra. Ich denke, wir bleiben erstmal hier stehen. Hier sind wir ein bisschen windgeschützter. Ja, top. Ja, macht schon ordentlich runter da. Ja, Steffi ist halt irgendwie noch am Checken, ob wir noch einen besseren Platz finden. Nope. Wir bleiben jetzt erstmal da stehen. Vielleicht fahren wir nachher wieder hoch zum Schlafen. Mal gucken. Ja, hier liegen überall Knochen. Ja. Oh, Steffi, du hast hier schon alles dreckig gemacht. Sorry. Du bist hier echt mit den Schuhen drüber. Soll ich euch zeigen? Hier. Guckt euch an. Guckt es euch an. Ja, sind wir runtergefahren. Jetzt also easy. Wir waren gestern Abend doch noch zu faul, wieder auf den Hügel hochzufahren. Der Sturm hat zwar nachgelassen, aber nach Kochen und Essen und ja, einfach zu faul. Und hier unten haben wir nicht so exponiert gestanden, von daher trotzdem schön.
Santa. Ich bin so froh, dass ich habe mich davon aufhalten lassen mit geflickter provisorischer Bremsleitung und oh, die könnte kaputt gehen und nicht halten. Ich bin so froh, dass wir zurückgefahren sind nach Marokko, das jetzt hier erleben können. Das ist schon ein bisschen echt Traumerfüllung, auch wenn wir hier noch auf den Asphaltstraßen unterwegs sind, aber gute Entscheidung. Wir machen einen kurzen Stopp im Annual. Hier gibt es ein ATM und wir gönnen uns kaltes Softgetränk. Hinter Annual finden wir einen schönen und ruhigen Stellplatz für die Nacht, mal wieder in einem ausgetrockneten Flussbett. Lediglich der Wind der letzten Tage bleibt uns erhalten und weht uns ordentlich den Sand hinüber. Als wir abends nochmal das Tourenbuch mit den Offroad-Touren anschauen, um zu entscheiden, welche von diesen Routen wir in Douarfa fahren wollen, stellen wir fest, es gibt eine von Douarfa nach Annual. Und da wir ja die Navigationskünstler schlechthin sind, können wir die auch von Annual nach Douarfa fahren. Und das werden wir morgen tun. So, Abfahrtszeit für uns heute. Heute hat ein bisschen länger gedauert. Wir haben jetzt schon mittlerweile Mittag. Aber jetzt geht's los. Der Steffi hat keinen Bock, gestern noch schon auf die Engstelle da vorne, vielleicht auch ganz vernünftig. Deswegen haben wir gestern auch schon gemacht. Umfahren wir die Engstelle. So, dann ist für heute unser nächstes Ziel Douarfa. Da haben wir uns vorgenommen, eine Piste zu fahren, in der Hoffnung, dass die nicht auch schon asphaltiert ist. Aber das werden wir ja dann sehen. Jetzt mal auf der M4 lang. Dir gefallen unsere Videos? Dann freuen wir uns sehr über ein Abo. Wie der Applaus der Lohn der Künstler ist,
zeigen Abos, Likes und Kommentare deine Wertschätzung für unsere Arbeit an den Videos. Vielen herzlichen Dank dafür. So, wir verlassen den Asphalt. Ja, jetzt bist du fahren, gibt es der ganzen Sache nochmal ein anderes Feeling wie Asphaltstraße. Es ist schon ein Unterschied, zu Fuß jetzt hier zu gehen oder in der Karre zu sitzen. Abgefahren, echt abgefahren. Was eine Weite. Jetzt haben wir uns vermeintlich das erste Mal verfahren, wir Tölpels. Naja, wir bewegen uns halt von unserer eigentlichen Route weg. Aber Steffi wird das jetzt korrigieren. Schauen wir mal. So, und nochmal ein Stückchen zurück. Und hier kommt die Richtung. Okay, geht doch richtig. Ja, wenn Träume in Erfüllung gehen. Also wir haben so lange ja irgendwie drauf hingearbeitet und immer zwischendurch aber ja was dazwischen gekommen. Aber jetzt hier durchzufahren und jetzt sind das ja unsere ersten Touren. Ja, das ist ein total schönes Gefühl. I'm happy.
glaube, wir haben unseren Stellplatz gesehen. Gerade im Moment mit euch zusammen. Kein Fake. Stellplatz für heute gefunden. Ja, guckt euch mal bitte diese Kulisse an hier. Befragen wir die Fahrerin auch mal. Du hattest ja die Ehre unserer ersten Offroad-Tour, die auch überhaupt nicht geplant war. Nee, war sie nicht. War aber total cool. Hat mega Spaß gemacht. Ja, und was soll ich sagen? Hier gelandet. Perfekt. Ja, wir haben festgestellt, dass hier die Straße jetzt nicht busy ist, aber hier ist schon was los. Ja, man fährt manchmal dann hier so lang, ne? Und dann denkt man, man ist so ganz allein, aber ist ja Blödsinn. Wir bleiben jetzt trotzdem hier stehen, weil es hält sich wirklich in Grenzen. Okay, gute Nacht. Das war Part 1 unserer Offroad-Tour. Den zweiten Teil wird Marc morgen fahren und euch mitnehmen bis nach Boafa, dem Ziel dieser Route. Ich habe unseren vorderen rechten Ventilator gerade kaputt gefahren. Die Piste war so schön. Und ich muss halt ja noch ein bisschen üben, ne? Wie schnell kann ich irgendwo was fahren. Ja, dann kann man jetzt mal ganz blöde ruckeln. Also Löcher viel mehr. Ja. Jetzt haben wir nur noch einen Ventilator. An einem Friedhof vorbei. Vielleicht. Also wir suchen jetzt gerade einen Weg hier raus. Und wir müssen links, aber links ist irgendwie keine ersichtliche Piste, wo wir hin müssen. Vielleicht kann ja mal Steffi zeigen. Also entweder jetzt hier querfeldein
oder noch geradeaus? Wir sind uns gerade nicht sicher. Also mein Favorite wäre mal noch 200-300 Meter geradeaus zu fahren, weil vermeintlich kommt da eine Piste, die in die Richtung geht. Wir schauen mal. Wir fahren jetzt mal hier links. Mal gucken, ob die Piste dahin führt, wo wir sie gerne haben. Ich glaube eher, dass die hier jetzt weiter geradeaus führt. So, also hier machen wir Schluss. Das wird uns nichts bringen, selbst wenn wir uns jetzt hier durchs Flussbett quälen würden. Wir drehen jetzt hier nochmal und schauen, einen besseren Weg zu finden. Here we are. Wir sind in Guafa angekommen. Marc ist noch schnell in einen Supermarkt gesprungen, um unseren Kühlschrank aufzufüllen. Und dann geht es straight away weiter zu dem Stellplatz für die heutige Nacht. Wir haben unsere Offroad-Tour für heute beendet. Der zweite Tag heute war ja anfänglich ganz schön, nachher ein bisschen öd von der Natur und zum Schluss die letzten 20 Kilometer ungefähr Wellblechpiste. Wir stehen jetzt hier neben der N17 irgendwo ein bisschen versteckt und morgen geht es dann nach Tentrara, wo wir die nächste Offroad-Tour starten wollen. Aber diese Offroad-Tour zeigen wir euch erst im nächsten Video. Also, bis nächste Woche. Tschüss!